Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es um die Positionierung bzw. die Einstellung der Höhe am Recaro Pole Position Sitz. Den Sitz habe ich bereits im Auto verbaut und jetzt zeige ich euch, wie ihr die Höhe verändern könnt, um sozusagen für euch die ideale Sitzposition zu finden. Hier sehen wir jetzt also den Sitz im eingebauten Zustand und entweder schiebt ihr ihn ganz nach vorne oder ganz nach hinten. Jeweils vorne als auch hinten sind eben innerhalb der Sitzschiene jeweils eine Schraube pro Seite, das heißt insgesamt 4 Schrauben und die müssen wir lösen, um sozusagen den Sitz inklusive Sitzschiene aus dem Fahrzeug herausheben zu können. Jetzt in dem Fall ist es so, dass ich hinten anfange, die Schrauben zu lösen. Das heißt, ich ziehe den Sitz jetzt einmal komplett nach vorne, so lange, bis eben die hinteren Schrauben sichtbar werden. Man sieht jetzt auch schon unten drunter diese Universal-Adapterplatte. Die braucht man eben, um den Sitz für die jeweiligen Fahrzeuge sozusagen passend am Fahrzeug zu montieren. Und diese beiden Schrauben, die wir jetzt hier sehen, die löse ich jetzt also als erstes und später ziehen wir dann auch noch den Stecker ab. Den könnt ihr bei Bedarf natürlich auch jetzt schon im ersten Arbeitsschritt abziehen. Ich ziehe ihn erst später ab. Ja, das ist letzten Endes kein großer Unterschied. Hier hinten sehen wir jetzt die Befestigung für den 4-Punkt-Gurt. Jetzt geht es also los mit dem Lösen der ersten Schraube. Das ist jetzt an der Stelle eine einfache Imbusschraube, also sprich ein 6-Kant oder 5-Kant in dem Fall. Und die Schrauben einfach erstmal leicht anlösen und dann könnt ihr die sozusagen, wenn die alle angelöst sind, dann seid ihr sicher, dass ihr keine Schraube habt, die euch irgendwie Probleme macht. Das ist immer ganz gut, das vorher sicherzustellen, nicht dass eine dabei ist. Meistens ist es dann die letzte, die Probleme machen würde. Insofern erstmal vergewissern, dass sich alle lösen lassen und dann eben die Schrauben komplett lösen, um den Sitz rausnehmen zu können. Was es zu dem Recaro-Sitz jetzt noch zu sagen gibt: Der Pole-Position-Sitz, der kommt mit einer ABE. Ob euer Fahrzeug sozusagen die ABE unterstützt, beziehungsweise ob auch für euer Fahrzeug eine ABE vorhanden ist, könnt ihr online bei Recaro nachlesen. Dort könnt ihr die ABE auch runterladen. Die solltet ihr auch runterladen und dann eben auch immer im Fahrzeug mitführen, damit bei Bedarf, falls es eine Kontrolle gibt, ihr die ABE eben vorzeigen könnt. Eine weitere Besonderheit von dem Sitz ist, weshalb ich ihn jetzt auch ausbaue, er ist höhenverstellbar, also ihr könnt ihn weiterhin in der Höhe variieren, nicht so viel wie ein Standardsitz, aber ihr könnt es, allerdings eben nur im ausgebauten Zustand. Warum im ausgebauten Zustand? Wie ihr hier sehen könnt, ist der Sitz ja an dieser Recaro, also an dieser silbernen Recaro-Festigung, die dann nachher auf der Sitzschiene angebracht ist, welche wiederum mit dem Fahrzeugboden verbunden ist. Auf dieser Halteplatte ist der Sitz montiert. Und ihr kommt zwar jetzt hier an den Schrauben, die zur Fahrzeugtür gewandt sind, gut ran, aber die Schrauben, die zum Mitteltunnel zeigen, die sind verdeckt. Deswegen ist es eigentlich immer das Einfachste oder am bequemsten und am sinnvollsten, den Sitz bei der Höhenverstellung komplett auszubauen. Letzten Endes stellt man den eigentlich nur einmal von der Höhe ein oder maximal zweimal. Er war jetzt hier auf eine Mittelmaß eingestellt und ich gehe jetzt einfach auf die tiefste Position, damit ich auch später, wenn ich einen Helm auf habe, noch ein bisschen mehr Platz habe im Auto. Und der Sitz ist an und für sich so schon deutlich tiefer als der Standardsitz, was eben, wie gesagt, eine zusätzliche Kopffreiheit für jetzt jemanden, der einen Helm nutzt oder sowas bringt, was sehr sinnvoll ist. Wichtig ist auch noch zu sagen, wenn ihr diesen Sitz bei euch in einem BMW verbauen wollt, wo ihr einen Sitz-Airbag habt, dann muss für das Fahrzeug im Steuergerät dieser Sitz-Airbag rauskonfiguriert bzw. rausprogrammiert werden, damit ihr da keinen Fehler bekommt. Das muss passieren, solange der Sitz noch eingebaut ist, also euer Originalsitz, und dann, wenn der rausprogrammiert wurde, dann könnt ihr euren Originalsitz einfach ausbauen. So, jetzt haben wir hier alle Schrauben angelöst und eben entnommen und jetzt können wir hergehen und den Sitz aus dem Fahrzeug rausheben, hier am besten so leicht schräg stellen und dann rausheben. Wie gesagt, ich habe das Kabel jetzt erst später entnommen. Das Kabel reicht, dass man den Sitz nebendran stellen kann. Ihr könnt das Kabel aber auch vorher schon abnehmen. Hier merke ich mir jetzt einfach die Position der Löcher, wo die Sitzschiene montiert war. Und das ist eben der Stecker, der euren Sitz mit dem Fahrzeug verbindet. Warum ist das so? Es ist natürlich noch der Gurtstraffer, beziehungsweise ja, diese kleine Gurtschiene, die ist noch vorhanden und die gibt ja auch wiederum Informationen im Falle eines Aufpralls, dass eben der Gurt gesichert ist und sich nicht irgendwie löst oder sowas oder nachgibt.
wenn ihr jetzt den 3-Punkt-Gurt noch verwenden solltet. Wenn ihr nur mit dem 4-Punkt-Gurt fahrt, ist das Ding natürlich hinfällig, aber wie gesagt, für den Fall, dass ihr den 3-Punkt-Gurt nutzt, ist das dann da vorhanden. Hier unten sehen wir jetzt auch den Subwoofer, ne, der sitzt unterhalb dieser Universalschiene, also wenn ihr den mal wechseln wollt, müsst ihr auch den Sitz ausbauen, um da ranzukommen. Hier nochmal die Halterungen jetzt von dem 4-Punkt-Gurt, ne, die sind jetzt hier einmal an den originalen Gurthalterungen sozusagen mit angebracht, mit so einer speziellen Öse, die ist dann hat auch so eine runde Nut, dass dieser kleine Haken sich da schön drehen kann, ohne zu verkanten. Alternativ könnte man die 4-Punkt-Gurte natürlich auch hier an diesen Haken montieren, müsste dann jedoch irgendeine Art von Rundlauföse oder irgendwas haben, damit das eben sauber funktioniert. Hier jetzt der Originalsitz im ausgebauten Zustand. Der Sitz ist an und für sich sehr gut. Der einzige Nachteil ist eben, dass dass bei BMW nicht vorgesehen wurde, dass man den 4-Punkt-Gurt montieren kann. Ja, also ich hätte durchaus Interesse gehabt, den Sitz zu behalten, wenn da eben die Möglichkeit bestanden hätte, einen 4-Punkt-Gurt durchzuführen. Gab es leider nicht, deswegen musste ich jetzt auf den Pole Position von Recaro umsteigen. Denn an und für sich finde ich den sehr schön. Er hat ja dieses beleuchtete M2-Logo, er hat eine relativ gute Seitenhaltfunktion mit diesen doch relativ großen Seitenwangen. Er ist auch von der Verarbeitung, finde ich, sehr angenehm. Außen mit diesem Alcantara, innen drin eben mit dem Leder, mit einer sehr angenehmen Sitzfläche. Und die Seitenwangen hätten ein bisschen höher sein können für meinen Geschmack. Aber wie gesagt, alles in allem war ich mit dem Sitz sehr zufrieden. Nur eben die Durchführung eines 4-Punkt-Gurts oder das Anbringen eines 4-Punkt-Gurts hat mich dazu gebracht, eben auf Pole Position von Recaro zu wechseln. Hier sehen wir jetzt auch nochmal die zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten wegen Sitzheizung und dem ganzen Schnickschnack und auch der elektronischen Verstellung für die Lordose-Stütze und eben für die Seitentaschen. Die Seitentaschen sind ja elektrisch verstellbar, sodass ihr die Seitenpolster hier also sozusagen näher an euren Körper heranpressen oder weiter wegdrücken könnt. Plus eben ganz normal die Höhenverstellung und alles. Wie gesagt, der Vorteil ist, dass es schon ein mechanischer Sitz ist. Das heißt, der geht automatisch schon ein bisschen tiefer. Aber ja, es fehlt einfach die Möglichkeit, einen 4-Punkt-Gurt zu montieren. Jetzt kommt aber der eigentlich spannende Teil hier eben mit dem Airbag, ne, wie ich vorher erwähnt habe. Aufgrund dessen kann man den Sitz eben nicht einfach so rausbauen. Man muss erst eben im Steuergerät sozusagen die Airbag-Information rauskodieren, bevor das geht, sonst kriegt er eine Fehlermeldung. Und jetzt wollen wir den ganzen Sitz mal wiegen. Was wiegt denn der Originalsitz? Können wir da Gewicht einsparen beim Umstieg auf den Recaro-Sitz oder sind die nahezu gleich? Ich packe den jetzt hier einmal auf die Waage. Ich muss den ein bisschen schräg stellen, damit er auch mit der Laufschiene sozusagen komplett aufliegt. Und jetzt schauen wir mal, was sagt die Waage. 23,10, ja, also 23 Kilo. Ist schon recht viel, finde ich. Ist ja einfach nur ein Sitz. Eine Sache, die mich wirklich gestört hat, die ich nicht schön fand, was BMW hier gemacht hat, sie haben irgend so einen Standard Halter bzw. Sitzentriegler verwendet, der gar nicht richtig zu dem Sitz passt. Der ist nämlich deutlich größer und dann hat es da diese abstehende Ecke und das finde ich einfach lieblos. Also hätte man da nicht irgendwie ein eigenes Teil machen können oder irgendwas anderes verwenden, aber das mit dieser einfach nur so draufgeklatscht, das fand ich irgendwie echt, das hat mich die ganze Zeit immer ein bisschen gestört. Das fand ich wirklich nicht schön. Jetzt hier den Recaro Pole Position im Vergleich. Der ist jetzt, wie gesagt, mit Sitzschiene und den Halteplatten und allem. Das Einzige, was ich jetzt hier nicht mitmesse oder mitwiege, sind sozusagen die Universal-Adapterplatten. Die wiegen genau 1,5 Kilo. Das habe ich nachgeschaut beim Hersteller. Deswegen brauche ich die jetzt nicht zu wiegen. Wie gesagt, der Sitz ist einfach nur noch sozusagen vorwärts und rückwärts in der Position vorne, hinten verstellbar. Höhenverstellbar nur noch bedingt. Und gewichtstechnisch liegen wir hier bei 13,75 Kilo. Also haben wir circa wieder 10 Kilo eingespart. Jetzt zum eigentlichen Teil, wie verstelle ich die Höhe? Wir sehen hier, es sind 3 Löcher vorgebohrt und hinten haben wir 2 Höhenpositionen. Das heißt, wir können ihn bei Bedarf auch ein bisschen anstellen, den Sitz, wenn wir wollen. Ich will aber möglichst tief, deswegen gehe ich jetzt her und setze ihn sowohl vorne als auch hinten auf die niedrigste Stufe. Auch hier gehe ich wieder so vor, dass ich erstmal die Schrauben anlöse und wenn die Schrauben angelöst sind, gehe ich her und werde erstmal nur vorne die Schrauben entnehmen, weil ich dann eben den Sitz noch in der Position habe, ohne dass mir alles auseinanderfällt und dann sozusagen nur vorne absenken, wieder festziehen und dann hinten lösen beide Schrauben und hinten absenken und wieder festziehen. Das würde ich euch auch empfehlen, weil ansonsten habt ihr halt das Problem, dass ihr praktisch die ganzen Platten und alles wieder ranfummeln müsst und so bleibt das mehr oder weniger ein kompaktes Konstrukt
und ihr müsst nicht da irgendwie wieder was zusammenfummeln. Ich lasse das hier ein bisschen schneller laufen, weil das Prinzip ist ja relativ klar und simpel. Und ja, jetzt hier auch nochmal ein bisschen anlösen. Jetzt sieht man schon, jetzt kann man den vorne so ein bisschen runterdrücken. Jetzt drücke ich den einfach ein bisschen runter, sodass der da ins letzte Loch reinschaut und befestige dann sozusagen den Sitz einfach auf der untersten Position und habe ihn dadurch in der niedrigsten, ja, für den Sitz eben möglichen Position befestigt. So, jetzt dann den Sitz einfach an der neuen Position wieder arretieren bzw. festziehen. Natürlich nicht komplett, auch erst wieder nur ja, ein wenig, dass eben die Schraube in Position bleibt, aber noch nicht komplett festziehen, sodass es weiterhin noch ein bisschen Spielmöglichkeit gibt. Das gleiche jetzt auch auf der anderen Seite. Hier auch wieder einfach den Sitz ein bisschen nach unten drücken, ihn dann eben in das Loch führen, in das unterste und hier auch einfach nur ein bisschen festziehen, so dass aber alles noch lose ist, damit das Ganze weiterhin eben flexibel bleibt und ihr die Höhe justieren könnt. Jetzt geht es eben darum, an der hinteren Seite auch noch die Schrauben komplett zu lösen. Hier nehme ich jetzt einmal kurz den Teil des Vierpunktgurts weg, dann sieht man das besser. Hier jetzt einfach die Schraube auch komplett rausdrehen und wenn die Schraube dann komplett rausgedreht ist, auch hier den Sitz einfach wieder ein bisschen nach unten drücken und in dem unteren Loch dann nachher arretieren. So, damit haben wir jetzt alle Schrauben sozusagen umpositioniert. Der Sitz ist auf der niedrigsten Einstellung. Jetzt einfach nur noch sicherstellen, dass ihr alle 4 Schrauben wieder richtig fest anzieht, sodass da ja nichts wackelt oder Spiel hat. Denn das ist eure Verbindung mit dem Fahrzeug. Da solltet ihr auf Nummer sicher gehen, dass das auch alles bombenfest sitzt. Und danach kann der Sitz wieder eingebaut werden. So, jetzt ist der Sitz also auf der niedrigsten Einstellstufe und jetzt bauen wir den Sitz einfach wieder ins Fahrzeug. Das heißt auch hier wieder leicht schräg halten und den Sitz sozusagen in den Fahrzeuginnenraum heben, grob auf die Universalschienen absetzen, dann eben die Position sozusagen ja schon mal so grob finden und das eigentliche Sitzkabel, also das Kabel vom Gurtstraffer, wieder verbinden. Das ist jetzt mit einer Hand ein bisschen schwierig, aber es geht ja nur ums Prinzip, euch das zu zeigen. Das Ganze wird hier einmal leicht aufgesteckt und dann einfach nur noch zusammengepresst und beim Zusammenpressen ist es so, dass der Hebel sich automatisch sozusagen in die Arretierposition begibt. Das ist also grob angelegt und jetzt Hebel nach hinten drücken in die Arretierposition und der Stecker zieht sich von alleine sozusagen zusammen. So, und jetzt das Ganze einfach in rückwärtiger Art und Weise wieder einbauen. Hier gilt zu sagen, ich habe festgestellt, es ist einfacher, wenn ihr mit den Sitzschienen anfangt, die sozusagen zum Fahrzeuginneren zeigen, weil die Sitzschienen nicht hundertprozentig auf eines dieser Löcher in der Universalplatte passen und ihr das Ganze so ein bisschen, sage ich mal, zusammendrücken müsst. Und wenn ihr jetzt mit der Montierung oder mit der Montage der Sitzschiene
beginnt zur Fahrzeugaußenseite, dann habt ihr es nachher unheimlich schwer, Kraft auszuüben von Innerem des Fahrzeuges, um die Schiene zusammenzudrücken. Also ich würde euch empfehlen, das habe ich dann im zweiten Schritt auch gemacht, eben die Sitzschienen, die zum Fahrzeuginneren zeigen, zuerst zu montieren, ne, damit das dort eben ohne Spannungen geht und die anderen Schrauben dann eben zuletzt zu montieren, weil ihr dort die Möglichkeit dann habt, von außen vom Fahrzeug mehr Kraft aufzuwenden, um die Schiene eben ein bisschen zu verdrücken. Hier jetzt auch bei der fahrzeuginneren Schraube ein kleiner Tipp: Wenn ihr die Sitzschiene leicht nach oben hebt, verändert sich der Winkel und ihr habt mehr Spielraum, das Loch zu treffen. Habt es also einfacher, die Schraube zu positionieren, und wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr die Sitzschiene auch wieder absenken und die Schraube festziehen. Also das hat sich für mich so als beste Lösung rausgestellt, und das gilt für alle Schrauben. Deswegen am Anfang, wie gesagt, nicht ganz festziehen, sodass ihr überall noch Spiel habt und die alle gut in ihre Position einsetzen könnt. Wenn das geschehen ist, wenn die alle eingesetzt sind und in ihrer Position sind, dann könnt ihr beginnen, die eben alle entsprechend ringsherum ordentlich festzuziehen. So, und wenn die Schrauben dann alle festgezogen sind, dann sind wir auch fertig. Dann haben wir sozusagen den Sitz in seiner Höhe verstellt. Außerdem haben wir jetzt natürlich auch gesehen, wie der Sitz im Fahrzeug montiert ist, was zu beachten ist in Bezug auf die Fahrzeugkodierung, und dann steht dem nächsten Rennstreckeneinsatz sozusagen nichts mehr im Wege. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Jetzt gibt es noch ein paar Bilder vom Sitz in eingebautem Zustand. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!